Willkommen zu einer neuen Folge Fitness Café hier bei uns im PF Studios inmitten von Neustrelitz. Heute geht es mal wieder um ein ganz tolles Thema und zwar um: Ist körperliche Aktivität gleich Training? Ein Beispiel hierzu, das hatte ich diesen Sommer oder erlebe ich auch hin und wieder mal, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme. Das sind sowohl ein bisschen öfter vielleicht Männer als Frauen, aber oft höre ich dann in diesem Gespräch: Hey, lieber Philipp, ich brauche doch nicht trainieren, ich mache doch schon so viel Sport. Und wenn ich dann immer frage, ja, was machst du denn? Dann kommt drauf: hey, in der Arbeit, ja, ich arbeite doch hier im Bau oder im Einzelhandel oder ich kletter auf Leitern oder irgendwas. Ich bin noch sehr körperlich aktiv. Dann sage ich immer: Aha, wie sieht es denn aus mit Beschwerden? Ja, die Knie und der Rücken und die Schulter, aber das kommt halt so mit dem Alter. Was man in dieser Aussage sieht, ist, oder ich immer bemerke, ist, dass für die meisten Menschen körperliche Aktivität auch im Beruf, also ein körperlich aktiver Beruf, in dem ich physisch viel tun muss, sei es jetzt Knien, ich trage etwas von A nach B, wird für viele fälschlicherweise als Sport wahrgenommen und noch öfters auch als eine Art Krafttraining oder sowas. Jetzt versteht mich nicht falsch. Natürlich brauche ich Kraft, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Bau bin und da schwere Sachen hin und her schleppe. Hier im Sommer hat man bei uns vor der Tür die Straße erneuert und da haben ein paar dieser Bauarbeiter sehr schweres Gestein tragen müssen. Die haben dann auch die Pflastersteine geklopft und das ist definitiv anstrengend und da ist auch eine gewisse Kraftanforderung da. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel den ganzen Tag im Bagger sitze, da ist jetzt nicht so viel physischer Kraftaufwand benötigt. Das macht die Hauptarbeit natürlich der Bagger. Nichtsdestotrotz ist es für ihn ein anstrengender Beruf und das ist auch etwas, was ich aus anderen Arbeitsfeldern kann. Ich hatte auch jemanden, der zum Beispiel im Einzelhandel kauft und viele Regale einräumen muss oder jemanden, der in der Schule viel aktiv ist, viel läuft. Das sind alles physische Aktivitäten, die wir haben und alles ist auch erschöpfend und anspruchsvoll auf seine Art und Weise. Nichts davon ist jedoch Sport oder Training. Dafür lohnt es sich, glaube ich, einmal kurz drauf zu gucken, was ist denn zum Beispiel eigentlich Sport? Und wenn wir uns Sport angucken, gibt es verschiedene Definitionen dazu ein bisschen, aber eigentlich die wichtigste davon ist, dass es sich hierbei um eine körperliche Aktivität handelt, die nach gewissen Regeln, eben Wettkampfgedanken, ausgeführt wird oder, wenn man Schach und E-Sports mit reinnimmt, immer etwas, das ausgeführt wird, wo es am Ende auch um einen Wettkampf geht nach strengen Regelwerk. Ich glaube jetzt nicht, dass das Laufen im Schulgebäude für die meisten nach strengen Regeln abläuft und es darum geht, wer kann mehr Schüler erwischen, die im Schulgang rumrennen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Training und hier wird es jetzt interessant, denn auch Training hat eine Definition. Und trainieren ist etwas, was wir immer planmäßig und systematisch machen, um die Leistungsfähigkeit zu steigern und ein gewisses Ziel zu erreichen in einer gewissen Zeit. Teil davon ist es quasi, also Teil vom Training, wenn man genau ist das Üben von Fähigkeiten. Im Englischen würde man das als Training and Exercise ein bisschen unterscheiden. Und Üben ist so das Wiederholen einer Bewegung, das oft Wiederholen von etwas, was man tut, zum Beispiel der Zwiebel schneiden oder vom Kochen, um darin besser zu werden. Also beispielsweise, wenn wir jetzt bei uns den Bezug aufs Training holen, im Krafttraining, dann sagen wir zum Beispiel, wir üben die Kniebeuge, indem wir die Kniebeuge regelmäßig wiederholen, um in der Ausführung der Kniebeuge besser zu werden. Wenn wir die Kniebeuge trainieren, haben wir einen Plan, den wir verfolgen, eine Strategie, wo wir Übungen, Wiederholungsreihenfolgen festlegen, eventuell analysieren, welche Schwachstellen gibt es und bis zum zeitlichen Rahmen das auch schaffen wollen, dass die Kniebeuge besser wird. Das ist das Training der Kniebeuge. Teil davon ist das Üben. Das ist ein Teil davon. Und das ist das, was jetzt quasi dann fehl verstanden wird. Da wird dann gedacht, wenn ich jetzt physische Aktivität mache, mache ich ein Training. Das tue ich nicht. Klar ist natürlich, auch im Beruf trainiert man etwas. Beispielsweise, wenn ich jetzt ein Berufsanfänger bin, dann werde ich eingearbeitet und dann gibt es eventuell auch einen Plan. Ja, in den nächsten 4 Monaten musst du lernen. Greifen wir wieder das Beispiel von unseren Bauarbeiten hier vom Studio auf. Der Lehrling muss lernen in den nächsten 4 Monaten, wie er
die Pflastersteine verlegt, wie man das macht. Das wird ihm beigebracht. Da gibt es eventuell auch einen Plan von demjenigen, der ihn einarbeitet, der sagt, heute lernen wir das, in der nächsten Woche kommt das, mit dem Ziel dahin zu kommen, dass du das in 4 Monaten alleine kannst. Dann ist das definitiv ein Training, ist aber natürlich noch lange kein Krafttraining, auch wenn es physisch anstrengend ist eventuell. Der Lehrling wird auch am Anfang eventuell ein bisschen Kraft aufbauen. Das sei mal gar nicht dahingestellt. Aber das ist noch lange kein Krafttraining. Und der übt vor allem erstmal Steine verlegen. Jetzt sehen wir, wenn wir uns diese Begrifflichkeiten angucken, wird uns damit ein bisschen klar, okay, wenn ich jetzt einen Job habe, der körperlich aktiv ist und ich merke, da zwickelt was oder ich merke, ja, das Ausführen wird mir schwerer, ist es vielleicht sinnvoll zu gucken, dass ich etwas tue, dass meine Fähigkeit, das auszuführen, wieder besser wird und dass es nicht mehr diese Schmerzen da sind. Und da kommt dann beispielsweise unser Krafttraining wieder ins Spiel oder was wir hier machen auch. Eine Analyse vorab, zu schauen, was man tun kann und dann geht man ran und entwickelt einen Plan, dem man folgt, ein Programm mit Übung alles, um am Ende dieses Programms oder sagen wir am Ende einer gewissen Zeit das hinzubekommen, dass die Beschwerden weniger werden und dass ich wieder leistungsfähiger bin. Also das Ziel, greifen wir wieder unseren Bauarbeiter auf, mit dem ich ganz am Anfang gesprochen hatte, da mal hier so im Sommer, der das so schön gesagt hat, er macht ja genug Sport, aber trotzdem viel Knie- und Schulterschmerzen hat. Da könnte man dann sagen, eigentlich ist unser Ziel, so zusammenzuarbeiten, ein zusätzliches Training zu verordnen, dass wir in 6 Monaten da sind, dass du beim Arbeiten und in der Freizeit nicht mehr die ganze Zeit deine Knie- und Schulterschmerzen hast, sondern dass sich das besser anfühlt und dass dir auch die Arbeit wieder leichter fällt. Hätte für ihn vielleicht den Vorteil, dass er nicht nur mehr Spaß hat, vielleicht ist er auch schneller fertig und kann den Feierabend dann ein bisschen mehr wieder genießen. So, ich hoffe, wir haben ein bisschen klären können, was der Unterschied zwischen Üben, Trainieren und körperliche Aktivität einfach so allgemein ist und warum wir nicht das vermischen sollten und davon ausgehen, bloß weil ich körperlich aktiv im Job bin, ich dann gleichzeitig Sport mache oder ein Krafttraining oder generell ein Training ausführe. Ich hoffe, das ist jetzt einfach ein bisschen klarer geworden und konnte euch damit ein bisschen was mitgeben und vielleicht auch dazu motivieren, doch mit dem Training anzufangen.